Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und heute schaue ich mir mal das Rückmeldemodul 4088 LN von DigiCase an. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, das Thema Rückmeldung ist für mich absolutes Neuland gewesen. Ich hatte bisher noch mit keiner Modellbahn und Rückmeldung zu tun gehabt und von daher musste ich mich da jetzt erstmal ein Stück weit reinfuchsen. Und die erste Frage, die ich mir stellte, war halt, brauche ich eine Rückmeldung? Wozu brauche ich das überhaupt? Wann nutze ich das? Ja, und dann ging es für mich darum, warum mache ich das Ganze überhaupt? Warum gucke ich mir den Belegtmelder eigentlich vorher an, bevor ich jetzt hier irgendwelchen Schienen baue? Ganz einfach, weil ich wissen will, wie das Ding funktioniert. Denn ich möchte meine Schienen legen, die sind alle schon vorverkabelt und im Grunde möchte ich eigentlich die Verkabelei komplett fertig haben. Ich komme so ein bisschen aus der alten Welt, da hieß es erst die Hardware, dann die Software, heißt für mich erstmal alles anschließen und später einrichten. Und da stellte sich die Frage, kann ich einen Belegtmelder schon komplett verbauen und die Strom- oder die Gleisabschnitte schon anschließen? Funktioniert dann nachher mein Test, obwohl ich es vielleicht noch gar nicht in der Zentrale angemeldet habe? Geht das? Weil was macht man denn, wenn man einen Schienenstrang oder sag ich mal ein paar Schienen gelegt hat? Man probiert die erstmal aus und das macht man ganz einfach, Strippen dran, Regler drehen, gucken, ob es läuft. Ich will wissen, ob die weichen Übergänge funktionieren, ob die Schienenstöße sauber liegen, ob die Radien vernünftig sind. Das will ich vorher wissen. Und dann, wenn es dann liegt und wenn es fertig ist und sage, ja, funktioniert alles, dann gehe ich hin und fange an einzurechnen. Jedenfalls ist das meine Vorgehensweise. Und deshalb wollte ich wissen, wie so ein 4088 funktioniert. Um das so ein bisschen rauszubekommen, habe ich mir hier eine kleine Testumgebung aufgebaut, um einfach genau diese Fragen für mich zu beantworten. Kann ich einen 4088 komplett schon verbauen, habe ihn aber von der, ich sag mal, Steuerseite noch nicht angeschlossen und kann ich trotzdem meinen Test fahren? Ja, und nachdem ich dann den Test abgeschlossen habe, richte ich natürlich auch den 4088 noch in der Zentrale ein. So, viel zu viel gequatscht, wie immer. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Film sehen wir uns wieder. Thema Rückmeldung. Also ich glaube, dass alle diejenigen, die sich mit dem Thema Rückmeldung schon mal beschäftigt haben und sich zurückerinnern an den ersten Tag, wo sie sich damit beschäftigt haben, die werden mir beipflichten, wenn ich sage, also da purzeln schon jede Menge Begrifflichkeiten auf einen ein. Da ist dann plötzlich die Rede von halb- und vollautomatisch. Dann redet man von Rückmeldung, das nächste Mal von Besetztmeldern, der dritte sagt wieder was von Belegtmeldern. Dann ist plötzlich die Rede dann von Gleisabschnitten, mehrfachen Gleisabschnitten innerhalb eines Blocks und. Und genau die Situation war es, die mich halt dazu veranlasst hat, auch mal über das Thema Rückmeldung da nochmal einen Film zu machen, wohl wissend, dass es schon viele sehr gute Filme darüber gibt. Aber keiner von denen hat mich irgendwie von Anfang an abgeholt. Was ist das? Wo kommt das her? Und wie macht man das? So. Wann brauche ich denn eigentlich eine Rückmeldung? Immer dann, wenn ich meine Modellbahn in Teilen oder in Gänze automatisieren möchte. Und was heißt das jetzt genau jetzt in Bezug auf die Modellbahn? Naja, ich versetze halt meine Modellbahn in die Lage, ohne mein menschliches Dazutun, einfach nur zu funktionieren bzw. sich auch selbst zu steuern. Und was heißt jetzt in dem Zusammenhang halbautomatisch oder vollautomatisch? Das mache ich am liebsten auch mal an einem Beispiel. Angenommen, ich habe eine Modellbahn, auf die ich an der Oberfläche in großen Teilen einsehen kann. Das heißt, ich brauche keine große Regelungstechnik. Ich habe meinen Regler, kann zugucken und steuere dann über meinen Regler, mache alles per Hand. So. Und dann fahre ich den Zug in einen nicht sichtbaren Bereich, weil ich in den Schattenbahnhof fahren möchte. Und jetzt kann ich mir entweder dadurch helfen, dass ich da unten einen Sack voll Kameras hinstelle und die ganze Situation wieder wie oben auch überblicke und manuell steuere. Oder aber ich kann die
für mich schickere Variante in Betracht ziehen und sagen, okay, ich gucke mal, dass ich dann irgendwo Sensoren da unten einbringe, die halt mir gerade mitteilen, wo sich mein Zug da unten bewegt oder gerade befindet. Und diese Information leite ich direkt an meine Zentrale weiter. Die weiß, aha, das Gleis an der Stelle ist jetzt zum Beispiel von diesem Zug besetzt. Da darf nichts anderes mehr reinfahren, deshalb müssen irgendwelche Weichen geschaltet werden. Den parke ich jetzt auch da und zeitgleich, nachdem der da steht, lasse ich einen anderen Zug losfahren und steuere ihn dann auch in Richtung über die Weichenstraße in Richtung Schattenbahnhofsausgang. So, und dann stehe ich als Mensch wieder da, sehe den Zug und kann ihn wieder manuell übernehmen. Und das wäre jetzt mal so ein typisches Beispiel für so eine halbautomatische Steuerung gewesen. Ich kann das Ganze natürlich auch vollautomatisch machen und gucke einfach nur zu und genieße und habe meinen Spaß daran, die Dinge zu programmieren und gucke dann, wie meine Programmierungen laufen, und dann ist das Ganze halt vollautomatisch gesteuert. Okay, die nächste Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, ja, wie funktioniert denn so ein Rückmelder? Und dann bin ich hier bei diesem Hersteller, bei DigiCase, dessen Module ich hier auch verwende, habe mir dann hier mal diese Schaltbeispiele eingeschaut und dann wird es eigentlich schon ziemlich deutlich. Ich fange ganz gerne mal mit diesem Rückmeldemodul DR4088 Opto an, aus einem ganz einfachen Grund, nämlich da wird das Prinzip ganz, ganz deutlich. Eine Rückmeldung besteht eigentlich immer aus zwei Komponenten, nämlich einmal einem Impulsgeber. Das kann hier ein Schaltgleis, der altbekannte Read-Kontakt, das kann aber auch ein Taster oder ein Schalter sein. Es können aber auch elektronische Bauteile sein, wie zum Beispiel ein Hallsensor oder eine Lichtschranke. Und diese Impulse, die leitet man hier auf ein Kästchen weiter, der hat da eine gewisse Logik drin und bereitet dann diese Impulse pro Schnittstelle so auf, dass er die standardisiert über einen Bus der Zentrale zur Verfügung stellt. Und die Zentrale weiß dann, welcher Impulsgeber dann ausgelöst hat, und mittels einem Programm, wie zum Beispiel Train Controller oder iTrain, kann dann auch ausgewertet werden und dann können bestimmte Handlungen angestoßen werden. Mehr macht das Ding allerdings nicht. Er gibt nur den aktuellen Zustand von diesen Impulsgebern an die Zentrale weiter. Sonst passiert hier nichts. Und das macht eben ausschließlich der 4088 Opto. Der arbeitet nämlich nur mit externen Impulsgebern und Opto steht an der Stelle für Optokoppler, für also eine galvanische Trennung. Jetzt gibt es aber noch ein Modell, da ist quasi der Impulsgeber nämlich schon integriert. Das ist nämlich der 4088 CS und der Impulsgeber an der Stelle ist ein Stromfühler. Der macht nichts anderes und horcht quasi auf dem Gleis permanent ab und guckt, wie viel Strom hier fließt. Und immer dann, wenn ein Verbraucher drüber fährt, wie zum Beispiel eine Lok, wie zum Beispiel eine beleuchtete Waggon oder aber auch ein Waggon mit einem Widerstand, mit einer Widerstandsbrücke, die verbrauchen Strom und die erzeugen dann hier einen Impuls auf den Eingang und auch er geht dann wieder hin und bereitet dann dieses Signal so auf, dass es an die Zentrale weitergeleitet werden kann und die Zentrale selber weiß auch wieder, was sie damit machen soll. Aber auch er macht nichts anderes, als immer nur permanent zu horchen und einfach die Information weiterzugeben. Er schaltet nicht, er waltet nicht, er misst und hört nur. Okay, da wir jetzt gerade schon mal hier auf dieser Seite sind und schon ein paar Begriffe jetzt geklärt haben und uns plastisch vor Augen geführt haben, bietet sich eigentlich diese Seite jetzt auch noch dazu an, noch zwei weitere Begriffe gerade mal reinzuwerfen und noch zu klären. Das ist nämlich das Thema Abschnitte bzw. Gleisabschnitte und Block bzw. Blöcke bzw. Abschnitte pro Block. Ein solcher Stromfühler merkt ja, wenn hier eine Lok drauf steht und hier dann Strom entnommen wird, diesen Stromfluss merkt er und meldet den ja in der Zentrale weiter. Das hatten wir jetzt gerade schon. Dazu muss aber dann auch das Gleis in verschiedene Abschnitte eingeteilt werden, also physikalisch auch tatsächlich das Gleis hier getrennt sein.
abgeschnitten sein und es reicht, wenn man das auf einer Seite macht. Dann wird nur dieser Abschnitt jetzt hier über den Detektor geführt, der andere halt, die Stromzuführung für alle, ne, ist dann geschlossen. Auch das könnte man physikalisch trennen. Man muss halt nur dafür sorgen, dass dann dieses Gleis an irgendeiner Stelle wieder mit diesem Gleis verbunden wird. Warum sage ich das so? Weil ich gleich im Anschluss einen Versuchsaufbau machen würde, wo genau das stattfindet, damit man dann halt nicht unbedingt Fragezeichen auf der Stirn hat. Also rein theoretisch kann man beidseitig trennen, es muss aber nur tatsächlich eine Seite getrennt werden. So, und an der Stelle von hier bis hier, von diesem Abschnitt, ist halt ein Gleisabschnitt. Wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Gleisabschnitt und Block? Dazu muss man wissen, dass ein Gleisabschnitt immer physikalisch vorhanden ist. Dieser Abschnitt ist wirklich hier von dem Nachbargleis physikalisch durchgeschnitten. Es ist getrennt voneinander. Und ein Block ist eine logische Größe. Ein Block kann entweder einen Abschnitt enthalten, ich mache das jetzt hier mal so in blau, das wäre jetzt ein Block, deshalb nenne ich ihn mal Block 1. Er kann aber auch mehrere Abschnitte enthalten, so wie jetzt mal übertriebenerweise. Machen wir mal 3 Stück da rein. So, wird schön, aber selten. Und das wäre jetzt der Block 2. So, wann brauche ich einen, wann brauche ich 2? Ich glaube, das ist eben zugegebenermaßen ein Stück weit aus der Historie raus. Früher war die Software vielleicht noch nicht so weit oder noch nicht so intelligent und konnte mit einem Block arbeiten. Da brauchte man zum Beispiel zur realistischen Darstellung von Abbremsen von Zügen mindestens 2 Blöcke, nämlich hier, dass man dann sagt, naja gut, ich habe hier einen Bremsabschnitt und hier einen Halteabschnitt, also hier wird der Zug langsamer und hier kommt er zum Stehen. Das kann heute auch eine intelligente Software mit nur einem Block machen. Das ist eine Frage von der Steuerung letztendlich. Für mich jedenfalls. Es gibt vielleicht auch noch Gründe, warum man trotzdem noch mit mehreren Abschnitten pro Block arbeitet. Aber das kann und soll jeder selber für sich entscheiden. Das ist jedenfalls der Unterschied von Abschnitt und Block. Okay, bevor ich jetzt mit dem Versuchsaufbau starte, würde ich gerne nochmal auf die angebotenen Bussysteme kommen, für die es halt 4088 Rückmeldemodule gibt. Kann man hier in dem Schaubild, was DigiCase zur Verfügung stellt, auch schon alles sehr gut sehen. Den oberen Teil braucht man jetzt mal nicht. Hier sehe ich zum Beispiel die Variante R-Bus, den ich ja auch nicht nur hier mit der DR5000 verbinden kann, sondern der R-Bus hat ja auch sein Zuhause bei der Z21, also alle Z21-Benutzer, die eben einen 4088 verwenden möchten, benötigen mindestens einen R-Bus und jeder weitere könnte dann beispielsweise, so wie es hier gezeichnet ist, über den S88-Bus angeschlossen werden. Ja, damit bin ich dann automatisch eigentlich auch schon bei dem zweiten Bussystem. Das hier ist das LocalNet. Und hier wird unterschieden LocalNet B und LocalNet T. LocalNet T steht für Track und B für Booster. Und auch hier ist dasselbe Szenario. Der erste wird über LocalNet angesteuert und jeder weitere dann kann man über einen S88 anbinden. Man könnte auch jeden weiteren über eine LocalNet-Verbindung ansteuern. Ist letztendlich auch eine Kostenfrage. Und welches Szenario hier nicht abgebildet ist, was aber auch geht, ist, Moment, ich zeichne ein bisschen kurz um. Lassen wir das mal gerade verschwinden hier. So. Ist nämlich der direkte Anschluss vom S88 an die DR5000. Auch die Variante geht. Und im Übrigen sind auch alle 3 Varianten zu mischen. Man muss halt nur bei der Einrichtung der Konfiguration aufpassen, welchen Startplatz man sozusagen welchen Rückmelder gibt. Aber dazu kommen wir dann später. So, dann kommen wir mal zu diesem Versuchsaufbau. Also erst noch mal hier zu diesem Testmodul. Ich habe hier 5 verschiedene Gleisabschnitte,
die jeweils beidseitig getrennt sind. Von hier bis hier hinten ist ein Gleisabschnitt oder meinetwegen auch die Hauptstrecke. Dann gibt es einmal hier den inneren Teil, bestehend aus zwei Abschnitten. Einmal war das hier so der Bremsabschnitt und hier vorne ist der Halteabschnitt und das gleiche gab es im äußeren Radius auch. Zur Erinnerung, wie meine Bahn aufgebaut ist, die ist in 4 Segmenten aufgebaut und ich mache jetzt mal Folgendes: Die oberen Segmente packe ich weg und wir haben hier das Segment 1 und das Segment 2. Und ich tue jetzt bei der Einrichtung so, als ob hier ein LocalNet 4088 reinkommt plus eine Erweiterung, weil ich halt mit den hauseigenen 16 Stück nicht auskomme, sondern ich brauche 32 Belegmelder. Deshalb werde ich für diesen Abschnitt 2 Rückmelder benutzen und für das Segment 2 werde ich einen Belegmelder nutzen, also auch einen LocalNet. Dann trennen wir das direkt mal so. Das ist also Segment 1 und das ist Segment 2. So, und hier wird es so sein, dass die Hauptstrecke wird auf dem ersten Kontakt laufen, Hauptstrecke 1, und der innere Teil, der Abschnitt 1 und 2, die werde ich auf dieses Modul draufpacken. Also Abschnitt 1 und Abschnitt 2. Und der äußere packe ich auf das zweite Segment drauf, B1 und B2. So. Und das werde ich jetzt entsprechend erstmal verdrahten und verkabeln. Und jetzt kommen hier diese Brücke, die ich vorhin sagte oder gezeichnet habe. Ich habe ja da zweiseitig hier getrennt. Ich brauche aber nur einseitig anschließen. Deshalb kommt auf eine Seite jetzt erstmal komplett die Brücke drauf. Und dann ist es halt auch wieder einseitig. Ja, vom Anschluss ist relativ einfach. Ein Schienenanschluss kommt halt direkt auf die eine Seite drauf. Dann nehmen wir direkt die hier. Dann ist die schon mal komplett fertig. Und die andere Seite, die kommt jetzt hier auf die Belegtmelder drauf, auf die zentralen Anschlusspunkte, auf die C-Punkte. Und die schleife ich auch jetzt so durch. Und jetzt mache ich Folgendes, damit man das nachher auf dem Computer auch besser sehen kann. Der Hauptabschnitt 1, also das Teil hier, das klemme ich jetzt an den ersten Decoder und zwar auch an Klemme 1 an. Diesen inneren Teil, also wenn er jetzt hier lang fährt, hier der Abschnitt und der Abschnitt, die werde ich jeweils auf die Klemmen 2 setzen, zweite Modul. Und dann jeweils die Klemmen 2. Einmal hier ist das 2 und einmal hier ist es dann die 10. Und bei ihm mache ich es jetzt so, das ist ja der untere hier, da werde ich den hier an Klemme 3 ansetzen und auf der Seite hier an Klemme 11, ist auch die dritte Klemme. Und ihr erinnert euch an meine erste Frage, die ich gestellt habe, ganz am Anfang. Ich wollte wissen, ob ich diese Module so schon komplett einbauen kann und an die einzelnen Abschnitte anschließen kann, ohne dass ich sie hier hinten an die Steuerung angeschlossen habe und ich will wissen, ob es funktioniert. Probieren geht über Studieren. Und mache einfach die Anlage mal an und dann schauen wir mal, ob ich die Lok schon bewegen kann. Machen wir mal Licht an. Das geht schon mal. Und wie wir sehen, die sind schon fertig verdrahtet hier dran, also das heißt, ich habe die Anlage angeschlossen und verbaut und kann trotzdem meine Testrunden drehen, ohne dass ich sie auf der anderen Seite hier am Rechner angeschlossen habe. Funktioniert über jedem Abschnitt, ohne Ruckeln, ohne Murren. Damit ist die erste Frage und für mich die wichtigste Frage schon mal geklärt. Ich kann sie komplett einbauen und anschließen. Und anschließend dann erst meine Testrunden fahren und danach kann ich hingehen und die Abschnitte im Rechner einrichten. Apropos einrichten, das ist dann jetzt der nächste Schritt. Gut, dann stellen wir jetzt als erstes mal die Verbindung mit dem LocalNet her. Ich werde so vorgehen, dass ich Segment für Segment nacheinander installiere. Das heißt, als erstes installiere ich das Segment 1. Zur Erinnerung, das ist der Teil mit dem inneren Kreis.
erstes Mal das Loconet verbinden. Und hier bei dem Segment tun wir so, als ob ich nicht mit 16 Stück auskommen würde. Deshalb verlängern wir das oder erweitern das um ein zusätzliches CS-Modul. Und das verbinden wir über den S88. Die Infos, die von ihm hier rauskommen, S88 out, gehen hier auf den S88 in. Und das war es eigentlich schon. Den lassen wir erstmal, den machen wir gleich im zweiten Schritt und jetzt richten wir den hier ein. Dazu schalte ich die Anlage ein. Nach dem Einschalten wird dann die Oberfläche geöffnet. Hier gehe ich jetzt hin auf das Weichenstellpult. Und zwar möchte ich ihn jetzt hier als die ersten 32 Kontakte haben. Er ist die Nummer 1. Das heißt, ich fange ihn an zu programmieren. Ich drehe das mal rum, damit man es halt sieht. Einmal drücken und er blinkt schneller. Jetzt gebe ich ihm die Startadresse. Das ist an der Stelle die 1. Jetzt blinkt er nochmal anders und ich gebe ihm quasi den Endport, den maximalen Ausbau an. Hätte ich ihn alleine, würde ich jetzt die 16 eingeben. Da ich ihn erweitert habe um ein S88-Modul, habe ich jetzt auf diesen einen hier jetzt 32 Eingänge und gebe damit unten dann die 32 ein. So. Das war's. Damit ist er dann auch schon eingerichtet und er blinkt auch wieder normal. Gut, dann machen wir die Anlage jetzt wieder aus. Wir erweitern das nächste Segment. Das ist wieder ein Loconet-Adapter. Der kommt einmal hier dran und dann einmal da. So, dann schalten wir die Anlage wieder ein. Und auch hier wieder die Oberfläche einschalten. Jetzt ist es so, dass er alleine ist, hat keine Erweiterung. Und der nächste freie Port war hier 33. Auch hier wieder das gleiche in grün. Einmal drücken. Jetzt ist er programmierbereit. Jetzt bestätige ich ihn die 33. Jetzt blinkt er anders, hat er also empfangen. Und jetzt klicke ich die 48 an. Damit hat er seine 16 Ports voll und jetzt blinkt er wieder normal. Das war es schon mit der Programmiererei. So, und bevor ich jetzt eine Testfahrt mache, schaue ich mir mal hier die Belegung an, weil ich arbeite ja mit Loconet und möchte euch da auch etwas aufmerksam machen. Und hier sehe ich, dass es offensichtlich irgendeinen Konflikt gibt, denn den habe ich ja so programmiert, dass ich gesagt habe, die ersten 16 plus die zweiten 16, also die hier plus die hier bis hierhin, das ist alles Loconet. Und jetzt wird er mir hier angezeigt als S88-Bus. Da gibt es einen kleinen Hinweis zu. Dann gehen wir mal auf S88. Und dann sehen wir hier, dass ich angeblich auf 1 bis 16 S88 eingerichtet habe. Das ist die Standardeinstellung ab Werk. Da muss man hier auf Einstellungen gehen und hier mal die Anzahl auf 0 setzen, komplett. Bestätigen. Dann kann man das schließen. Wenn man hier drauf geht, hat man jetzt keinen S88 mehr eingerichtet. Okay. Und wenn ich jetzt auf mein Loconet gehe, sehe ich auch, dass das hier fehlerfrei ist. So, dann starten wir jetzt mal. Was wird denn aber jetzt passieren? Auf was muss ich denn achten jetzt überhaupt? Wenn die Lok gleich losfährt, kommt ihr hier auf diesem Hauptkreis, auf der Hauptstrecke. Die ist ja hierüber abgebildet. Und den haben wir auf Klemme 1, das heißt, hier wird dann gleich ein Häkchen gesetzt werden. Dann fährt er hier in den inneren Kreis rein. Hier sind 2 Abschnitte. Diese beiden Abschnitte liegen auf dem zweiten Modul, jeweils auf der Klemme 2. Das zweite Modul ist hier. Das heißt, diese beiden Ausgänge werden dann hier mit einem Häkchen versetzt werden. Dann schalte ich die Weiche um und er fährt, also erstmal fährt er wieder raus auf 1, dann wird dieses Modul wieder eingeschaltet werden
Und dann lasse ich ihn in den äußeren Kreis fahren. Damit liegt er hier auf diesem Modul. Und hier hat man ja die Klemme 3, das heißt, dritte Modul, dann müssen die beiden anfangen zu leuchten. Und anschließend springt er wieder zurück auf die 1. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir das einfach mal und schauen mal, ob es funktioniert. Wir starten einfach mal. So, hier sind wir jetzt auf dem Hauptabschnitt. Da fährt er jetzt bis hier vorne auf den inneren Kreis. Das stimmt, also hier sagt er mir, wo er gerade ist. Jetzt wird er gleich auch den hier einbiegen. Und dann wechselt er von dem. Und von hier wechselt er wieder hoch. So, da ist er wieder. Jetzt ändere ich die Weichenlage, fahre den äußeren Kreis. Ich bin hier jetzt wieder auf meinem Segment 1 und werde jetzt gleich hier einfahren auf das dritte. Dann wechsle ich zu dem und dann springe ich wieder zurück auf den Hauptkreis. Ja, funktioniert einwandfrei. Das soll es dann auch jetzt gewesen sein. Ja, ganz am Anfang hatte ich ja erzählt, dass ich mir doch einige Filme angeschaut habe mir auch wieder den ein oder anderen Literaturbrocken im Internet angetan und naja, es ist halt wie es ist, aber bei der Recherche ist mir ein Film ganz besonders aufgefallen, beziehungsweise darüber dann auch dieser Kanal hier. Da gibt es viele gute Filme, die teilweise sehr, sehr aufwendig gemacht sind, witzig und charmant rübergebracht, fachlich total fundiert, finde ich total klasse. Deshalb mal so die Kanalempfehlung, besucht mal hier den Kanal Brummi. Vom Brummi selber, ihn selber habe ich auf der Messe kennengelernt, ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Und ganz besonders möchte ich euch hier diese Folge 15 jetzt in dem Zusammenhang mit meinem Film empfehlen. Den habe ich hier auch schon mal rausgesucht, schalte mal gerade um. Und zwar geht es da auch um die Einrichtung vom 4088. Da habt ihr auch mal noch einen weiteren Vergleich, wobei eigentlich die beiden Filme, seiner und meiner, die beißen sich nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde, die ergänzen sich sehr gut. Ich habe vielleicht ein bisschen noch mehr zum Ursprung, wo kommt das her? Er hat aber dafür noch ein bisschen hinten raus mit dem Train-Controller drin und in der Mitte sind wir in vielen Dingen deckungsgleich. Er zeigt das aber noch mal ganz hervorragend, auch an dem 4088 RB-Bus. Ich habe halt die Loconet-Variante, aber daran kann man zum Beispiel auch sehen, viel Unterschied ist es an der Stelle nicht. Und Leute, tut euch einen Gefallen, schaut euch diesen Film mal an, der ist Bombe und den Kanal, der gehört einfach abonniert. Ja, den Tipp wollte ich euch noch geben und damit machen wir jetzt weiter. Also wie ich finde, ist das Thema Rückmeldung ein sehr interessantes Thema. Allerdings muss man sich auch ein Stück weit damit beschäftigen, um zu verstehen, was da hinten passiert, damit man da nicht in irgendwelche Fallen reinläuft. So, ich hoffe, der Film konnte euch ein Stück weit dazu beitragen, den Rückmelder zu verstehen oder insbesondere den 4088 zu verstehen. Wie die anderen funktionieren, weiß ich nicht, aber ich glaube, die dürften ähnlich funktionieren. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich habe es vorhin schon angekündigt. Ich hatte ja gesagt, ich möchte den noch ausprobieren, bevor ich das mit den Schienen lege. Leute, es geht also los. Beim nächsten Mal, ich fange jetzt mal an zu spoilern, werden wir dann die ersten Schienen verlegen. So ihr Lieben, das war es wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben. Aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.